Moin, Leiflü, und willkommen zurück bei mir, Radbot und Skandinavien. Ich wundere mich gerade, wir haben keinen Ton, aber da ist der Ton. Ja, willkommen zurück auf meinem kleinen, kuscheligen, knuddeligen Kanal. Wir haben minus 1,5 Millionen Einkommen, das klingt richtig. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Wir führen hier Krieg, dafür haben wir denjenigen welchen namens Japanien, aber auch als äh, also, das ist jetzt unser Vasall, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ein Protektorat unter uns. Jetzt müssen wir noch irgendwie das Geld da verdienen und dann läuft der Lachs auch wieder, wie man so schön sagt. Kaffer, das wäre ja auch immer schön. Kann man da eventuell... Kaffer gehört wahrscheinlich schon wieder irgendwem, ne? Nö. Oh, wir haben nur gerade wahrscheinlich hier ein bisschen zu viel zu tun. Hier mal ein bisschen Neutralitäten erklären. Ja, Freunde, was ist in letzter Zeit los gewesen? Ich hatte irgendwie... Ich kann es gar nicht mehr genau sagen im Rückblick, warum, aber ich hatte überhaupt keine Zeit für Aufnahmen. Nix. Ich war die ganze Zeit beschäftigt mit irgendeinem anderen Quatsch und Leben und Arbeit und was es da nicht alles so tolle Sachen gibt. Und ja, ich kam wirklich einfach nicht kam auch nicht zum Zocken. Ne? Bin jetzt als Mittwoch, wo das Civ Let's Play war, das erste Mal wieder am Rechner seit lange. Länger als ich zugeben möchte, als alter Zockersuchti. Ja, weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte, aber es war eben so. So, jetzt bist du ja mein Freund, ne? Jetzt brauchen wir eigentlich auch keine Lobbyfinanzierung mehr. Machen wir sowieso nicht. Wieso haben wir eigentlich so wenig Geld? Ui, oh, Bauwaren ist teuer geworden. 2,5 Millionen Stahl, 1,5 Millionen Glas. Das könnte man ja vielleicht... Ach, man könnte ja, wenn man wollte, vielleicht ein bisschen dagegen ankämpfen. Vielleicht. Ah. Lichtbogenverfahren, das kostet natürlich Strom, ne? Das ist ja immer die Sünde. Ich muss auch sagen, das ist echt nochmal was, da würde ich mir Verbesserung wünschen. Weil dieses ganze, ich sag mal, Stromplay macht mir persönlich jetzt einfach nicht so viel Spaß. Ja, wir haben auch gerade Ostpreußen erobert, ne? Wir haben auch wenig Geld. Beliebtheitswettbewerb. Die Konservativen. Mach mal die Linke ein bisschen beliebt. Auch wenn das natürlich mir persönlich eher widerstrebt, aber nützt ja nichts, ne? Hier fahrt man nach Ostpreußen, du nach Schweden und die 100-Mann-Armee nach... Weiß ich auch nicht. Nach da oben vielleicht. Der baltische Sozialistenaufstand, der kann jetzt auch mal niedergeschlagen werden. Denkt denn niemand an die Kinder? Weiß ich nicht. Denkt niemand an die Kinder? Man weiß es nicht. Was auf jeden Fall, was wir wohl nicht schaffen werden, ist die egalitäre Gesellschaft. Mal wieder nicht. Also dieses Achievement, das gelingt mir einfach nicht. Gut, ich habe jetzt auch wirklich nur sehr halbherzig versucht. Aber ich weiß auch nicht, wie das klappen soll. Gerade jetzt mit den ganzen... Müsst ihr auf Kompanien eigentlich verzichten. Da sind die Chefs ja eigentlich immer industriell, ne? Wenig überraschend. Und das ist ja... Elektrofabriken, aber das haben wir schon, ne? Elektrofabriken? Ach, genug, ja. Nee. Elektrofabriken macht doch Ericsson. Ne, der könnte Eisenminen machen. Haben wir niemanden, der Elektrofabriken macht? Okay, dann ist das jetzt dein Job. Doch. Nee. So, du kannst Elektrofabriken bauen, nicht? Du machst schon Kraftwerke. Ja, nu. Monopole sollte er ja auch nicht unbedingt haben.
Hier, hier kann nochmal Handelsrechte kriegen, dann kannst du auch Handelszentren bauen. Ericsson, Eisenminen, da kommst du nicht weit mit. Hat alles LKP hier fertig. Stahl. Wer macht bei uns eigentlich Stahl? Hier macht Stahl. Premium-Motoren macht Stahl. Okay. Wahrscheinlichkeit durch Tränen. Uiuiui, wir sollten nicht alle radikaler werden. Autoritäre Absichten, das ist ja noch nicht so schön. Wir wollen ja hier keine Autoritären eigentlich nicht. Oder? Nö, eigentlich nicht. Was ist hier nicht schon wieder für kriegerischer Unsinn los? Jambi übertragen, Tibore übertragen, Makata übertragen. Was können wir hier denn noch verlangen? Textile verlangen. Land übertragen. Senegal. Staaten erobern, Holland. Nee, brauche ich eigentlich nicht so richtig, muss ich sagen. Nee, macht euer Ding mal ohne mich. Was haben wir hier? Hier habe ich auch kein Interesse daran. Hier habe ich kein Interesse daran. Hier habe ich kein Interesse daran. Hier habe ich keinerlei Interesse. Das kann also meinetwegen alles auslaufen. Hier könnt ihr auch mal gern haben. Im positivsten aller möglichen Gründen. Ich finde meine Klientel nämlich so. Ah, geht, ne? Geht. Nicht so meine größten Fans. Ich weiß noch gar nicht so genau warum eigentlich, aber ist eben so. Okay, vielleicht, weil wir jetzt auch nicht so die perfekte Truppe sind hier, was Infamie angeht. Zensuswahlrecht. Es tut mir leid, aber da wird nichts von passieren. Genau, mit Australien verlieren wir. Okay, kann befördert werden. Kanonen im Dampf. Das geht durch Marineprojektion. Mein GDP geht hoch. Wir kriegen immer mehr Bevölkerung. Wir sind schon Nummer 5. Dafür ist unsere Alphabetisierungsrate nicht so perfekt. Mir wieder Verrufenheit. Juhu. Liebe für Verrufenheit. So, wir können ja sogar noch ein bisschen was machen. Gesellschaftlich. Was haben wir hier denn noch so? Mehr Einfluss. Mehr Einfluss nehme ich so, ne? Staatsdividendeneffizienz. Massenüberwachung. Steuerungskapazität. Militärpolizei einführen, aber das brauchen wir jetzt erstmal noch nicht, sag ich mal. Apropos, das brauchen wir jetzt alles erstmal noch nicht. Wie sieht es eigentlich mit Panzern in unserer Armee aus? Ey, nicht so gut, ne? Reiter und unsere mechanisierte Infanterie, die kommt schon noch. So, wir haben aber auch kaum Panzer. Wieso brauchen wir denn noch keine Panzer? Gopio. Okay, bauen Elektrofabriken bis zum St. Nimmerleinstag. Und auf Waffenfabrik bis zum St. Nimmerleinstag. Möchte ich mal kurz anmerken. Strom habt ihr gar nicht, wie ihr Waffen habt. Ja gut, Svealand. Das ist so eine schöne Motorenwerk.
bleiben auch Motorenwerke, weil die da gar nicht gebaut werden, sondern in der 172 Automobil. Kann man nicht meckern. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Hier sind 5. Baut da doch mal Panzer mit. Flugzeuge. Dann bauen wir da vielleicht auch gerade nochmal 15 Stück von. Das ist auch eine ganz schön lange Liste an Sachen, die diese gebrauchen können. Gehaltssubvention. Ich weiß nicht, warum ich das haben will, aber gib mal lieber her, wo wir es brauchen. Ganzen Haufen unrealisierter Steuern. Haushaltsplastik, ja, so viel. Öl haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Das ist aber okay. Da wo es geht, kannst du machen. Uhrenwerke. Das ist alles, okay. Hier können wir jetzt die chemischen Dünger auspacken. Das macht auch durchaus Sinn. Ich werde jetzt bei dem hohen Stand an Bevölkerung, die wir haben, werde ich jetzt auch nicht mehr anfangen, hier die ganzen... lassen wir mal lieber. Die ganzen Produktionsmethoden einzustellen, die weniger Arbeiter einstellen. Das brauchen wir einfach nicht mehr. Das muss man mal ganz ehrlich so sagen. Aber Bankenviertel sollen aber schon noch böse notiert sein, wenn es geht. War schon gut. Wir bauen 10 Seiten gleichzeitig. Nee, 9 Seiten gleichzeitig. Ungefähr. Das ist schon auch ganz schön ordentlich, muss ich mal sagen. Und noch immer nicht genug Bau für den Investitionsfonds. Machtblockkompanien, das wollen wir alles behalten. Das könnte eventuell weg. Was will ich dafür nehmen? Lebensstandard. Haben wir eigentlich schon relativ hohen. Bau. Infrastrukturverbindung. Infrastruktur für Bevölkerung. Hafendurchsatz. Freizügigkeit. Dann können wir noch größer werden hier. Das ist auch lustig. Ich lasse das mal erstmal so. Was möchte Skandinavien? Müsste Österreich. Ja. Dünger und Kunstwerke. Könnt ihr haben. Wir müssten eigentlich nur Afrika auseinander prügeln. Dann müssten die eigentlich auch noch mal ein bisschen was verlieren. Aber wir lassen jetzt erstmal. Ich glaube, wir machen jetzt nicht mehr so die großen Kriege. Wir machen hier natürlich noch Preußen platt. Die beiden Dinge. Und Kovno von Russland, damit wir unser Baltisches Meer haben. Ich überlege mir gerade, ob ich das nur noch Ruhr, Rheinbund und Lübeck, Hamburg, das bräuchte man ja auch alles noch.
Daten wären dabei. Ich will echt essen. Doch einfach mein Protektorat werden, ohne dass da irgendwer mit rummeddelt. Einfach Lübeck annektieren. Lübeck zum Protektorat machen kostet fast gar nichts. Können wir aber auch nicht. Will ich hier schon wieder machen? Sachsen. Oh, Stahl ist ein bisschen günstiger geworden. War nicht mega viel, aber ein bisschen. Preußen müsste langsam sich mal durchringen, Teil meiner Sphäre zu werden. Öl, wir haben 609 Ölbohranlagen. Ist auch nicht schlecht, oder? 609? Das ist schon ordentlich. Gar nicht, wieso hast du denn keinerlei Markt mehr? So, du hast einfach die Leute nicht mehr, die herkommen, oder wie? Trainier das mal. Ach, die Leute gehen hier einfach raus. Sollen die in Skane vielleicht gar nicht? Hohe Anziehung. Haben wir auch Jobs. Noch und nöcher. Hier. Ist auch eine Eisenbahn hier rein. Kühlwaggons. Na gut. Hast du schon. Gar nicht, Mensch. Da muss ja jetzt auch was kommen. Ja, ist auch nicht so optimal. Nee, man kann auch Ölkraftwerke bauen. Auch gerne mit dir handeln. Könntet ihr gerne Unabhängigkeit garantieren, Militärhilfe geben. Wir können aber auch ein Bündnis abschließen. Wir sind Freunde auf 25 Jahre. Ich würde dann gerne noch. Oh, das wäre schon eine Verpflichtung verlangen. Kann ich. Dann machen wir das so, Belgien. Junge, es regnet hier. Also junge Hunde ist untertrieben. Das muss ich ganz klar sagen. Regnet weiß der Geier was. Aber das regnet hier auf jeden Fall. Wie schnell für den Krieg? So, ja, gut. Großbritannien macht wieder irgendwelche Großbritannien-Sachen. Was ist hier eigentlich? Mecklenburg-Strelitz. Kann ich hier schon wieder nicht machen. Ich hätte dich jetzt gerne zum Protektorat machen, wenn du nichts dagegen hast. Organisierte Infanterie und Lanzenreiter. Mal leichte Panzer bauen. Da sind wir nicht die
Und dann abschaffen. Hier würde ich einfach mal 100 schwere Panzer bauen in Du kriegst auch nochmal 100 schwere Panzer hier. Linienschiff, Aufklärungsquarz. Okay, ihr seid schon die moderneren Dinger, die wir haben, ja? Kann ich gerne, dass sich hier noch der eine oder andere vielleicht dazu durchringen könnte. Macht. Ja. Ist eigentlich irgendwas für mich? Nö, ne? Ist ja nichts für mich. Ja, dann will ich nach Hamburg nehmen. Ja, eigentlich für einer, ne? Mecklenburg-Strelitz. Du wirst zu Mecklenburg. Mecklenburg wird überraschenderweise zum Rheinbund. Franzosen stellen sich auf die Seite Hamburg. Dann hätte ich gerne dich dabei. Den Dichter beim Staaten übertragen? Welchen Staat willst du haben? Auf jeden Fall. Aber waren wir nicht irgendwie mal Freunde? Indien, altes Haus? Schon länger vorbei, wa? Staatsgabe, französisch Gabun. Und Staatsabgabe, das da. Hier kann ich befreien. Ja, super. Beide Staaten auch noch, oder wie?
baut Flugzeuge, Hauptpanzer und go. Ja, das mit dem Panzer verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber ich muss mal schauen, wo hier meine Armeen sind, die auch alle genug Leute bei sich haben. Hier zum Beispiel fehlen 2 Generäle. Das ist schon mal schlecht. Ein Sichtplaner wiederum ist schon mal gut. So, welche Armee war das jetzt? Ah, hier war es, glaube ich, ne? So, der offensichtlich hat gar keine besondere Mission, ne? Und aber mal die Front verteidigen, ne? Schieden verteidigen. Die 200 da rumklöppeln. Ihr könnt auch erstmal verteidigen. Ja, gar keine Staaten erobern. Ich könnte über die Staaten freilassen. War alles nicht so top ideal, sage ich mal. Aber 315 Mann. Ja, der Army ist schon blöd, dass der jetzt wieder mit rumklöppelt. Ist schon schlecht. Elektrizität fehlt dir. So ein Haufen E-Werke hier. Vielleicht noch 6 mehr. 6 sind ja nicht, eine Handvoll mehr. So, ich habe auch nichts, was hier verteidigt, ne? Gut, das Schiff. Doch da halt wieder zurückkehren. Wieso verliere ich denn diese Schlacht hier? Und diese Schlacht hier?
Das könnte jetzt auch übrigens das Ende dieses Games sein, fällt mir gerade so auf. Ich weiß nämlich nicht, wie gut hier das funktioniert, einfach nur alles mit Schiffen zu blockieren. Technisch gesehen müsste das ja funktionieren. Technisch gesehen. Das heißt natürlich immer nicht viel. Oh, wir haben eine illegitime Regierung. Auch nicht so gut. Sag ich mal so. Das ist sogar eher schlecht. Hermann ist unser neuer Kanzler. Das wiederum klingt gut. Noch gekämpft? Nein, dann müssen wir ja wohl langsam mal an die Front. Schauen, was passiert. Hier werden wir peu à peu zurückgeschlagen. Der Gegner hat eigentlich auch keine Truppen mehr. Wenn wir jetzt zum Gegenangriff übergehen. Ja. Hier sind wir mehr oder weniger auf verlorenem Posten. Die erobern wir eigentlich ganz okay. Französisch Senegal. Warum auch immer wir den jetzt ausgerechnet erobern, aber ist ja auch egal. Dieses Hamburg ja das, was wir brauchen. Okay, ein Angriff auf Hamburg bringt gar nichts. Ne, okay, Abbruch. Wir gehen wieder in die komplette Verteidigung. Das hat überhaupt keinen Mehrwert. Dahin gehen und blockieren. Unsere Flotte schlägt sich echt gut. Das kann man schon mal sagen. Auch mehr oder weniger das Einzige, was sich hier wirklich gut schlägt. Ging es halt nicht hin, sage ich mal, hier den Feind einfach nur zu besiegen. Wir bauen unendlich Telefone, aber das hat sicherlich auch einen mir nicht bekannten Grund. Guck mal, wir haben hier noch eine Armee. Die Armee ist noch gar nicht ausgehoben. Die könnte doch mal hier zum Beispiel unterstützen. Ganz schön viele Armeen so aufeinander. Wir müssen streng genommen eigentlich nur so lange aushalten, bis die ersten aufgeben. Die ersten wie die USA. Da haben wir uns schon sehr, sehr viel weitergeholfen. Vormarschbefehl gegeben, ja. Da marschieren wir also schon mal voran.
kannst du dich da mal anschließen? Ich meine, Spanien könnte auch aufhören zum Beispiel. Das mal als strategisches Ziel nehmen. Aber die Marine hat gereicht tatsächlich. Was ja auch wirklich, wirklich gut ist. Wir haben noch 100er Offensive. Soll ja wohl. Sollten wir wohl ein paar Leute besiegen können, oder nicht? Probleme? Niedrige Organisation. Was bist du denn eigentlich? Auf Front. Ja, dann mach doch Frontsachen. Soll eine andere Front gehen? Weiß ich nicht. Dieser hier mit beteiligen. Was du hier? Heftige ausheben. Vielleicht an irgendeiner anderen Front. Wir sind 700 Mann. 800. Müssen doch alle erstmal irgendwie bekämpft werden, ne? Okay, da sterben gerade. Wow. Wir haben gerade 5:1 Verhältnis. So rummelig bummelig. An Toten alleine. Reden gar nicht von Verwundeten oder so. Okay. 2000 Mann schlagen gerade 10.000 in die Flucht. Kommen nicht gegen die Kubaner hier an. Die sehr, sehr schlecht für uns ist. Niederländisch. Ihnen egal, will hier irgendwas von der Elfenbeinküste. Das habt ihr euch so schön gedacht, oder wie? Wir können jetzt auch mal anfangen. Die Transportknappheiten mal zu bekämpfen. Ja, Scorn hat immer noch ein ordentliches Infrastrukturproblem. Keiner ist am Hafen am Arbeiten. Geht doch tatsächlich das Öl aus. Kann man eigentlich sagen, alle, ja, das sind natürlich dann auch Leute, die nicht in meiner Sphäre sind, ne? Wobei, das ist ja alles persisch, ne? Ja, Chinesisch. Oder Qing. Die Qing sind natürlich noch nicht bei mir im Beritt aufgetaucht.
1000 Mann. Gibt's denn sowas? Was willst du? Lass da kämpfen. Das sind 4. Ich weiß nicht, warum du mit 4 Mann da kämpfst. Uff, was kann ich denn dann Gutes tun? Ware? Panzerschiffe? Hm. Mir irgendwelche Waren schicken, was die glücklich macht? Kleidung. Einfach noch ein bisschen Kohlen geben. $3000. Mal vorschlagen. Macht er Botschaften. Nicht mehr so viele Kleidung schicken. Teile ich mal lieber erstmal wieder die Front. Mit ein gutes Stück vorgekommen. Und gerade nicht mehr die Truppenstärke. Die Manpower. Um da irgendwie vernünftig durchzukommen. Warum wir die Manpower nicht haben? Wir haben sie halt einfach nicht. Wäre schön, wenn der... Nee. Ja, das war nämlich jetzt genau das Problem, was ich befürchtet habe. Dass Österreich sich da zurückzieht. Genau das, was ich nicht brauchte jetzt. Jetzt natürlich alle da mehr oder weniger hintingeln. Die Flotte besiegt oder was? Nee, die hat keinen Befehlshaber mehr. Macht nicht unbedingt besser. Bin ich ehrlich. Warte mal, gehen wir nach da. Frankreich hat aufgegeben. Genug Abund gegeben, nicht mal alles. Oh.
ist jetzt Bremen, Vello? Ich weiß nicht, was du bist. Hallo, ich weiß nicht, was du bist. Irgendwas bei Äthiopien ist mir egal. Weg mit dir. Was bist du? Schadenland. Nö, warum auch nicht? Und du bist Gaval? Brauch ich auch nicht. Okay. So, ihr seid schon im Krieg, oder wie? Super Sache, das Mecklenburg-Strelitz. Du nicht vielleicht mein Protektorat werden? Preußen ist da mit drin jetzt. Das ist ja lustig. Oh, den will ich auf jeden Fall dabei haben. Oh, der Brite ist mit dabei. Skandinavisch Carnatic. Das hier, ne? Nimm das. Oh, Junge. In den kriegt man eine Armee auf der Kette. Okay, jetzt kann ich hier schon wieder alles irgendwie ausheben. Und ich muss mal. Okay, ich habe ihn, wenn ich dazu holen kann. Russland wohl nicht. Das hasst uns so einigermaßen. Na gut. Dann muss ich jetzt erstmal gucken, wen ich hier noch so holen kann. Britisch Ostafrika. Volta. Ja, das ist. Oder ist das Volta? Okay. Wenn ihr das wirklich interessiert. Kambulistan, so, ja, das wäre natürlich gut. Aber wir können das auch anders machen, indem wir in Thailand übertragen. Was? Da ist ja natürlich kein Westpreußen, ne? Ah, das wird zu wild. Land vornehmen. Ist einfach, ne? Anhalt, Hessen-Kassel, das bringt mir eigentlich in dem Sinne erstmal nichts. Cool. Fahren rein. Ein Tanzlied, da will ich ja was haben.
21, ey. Ist er gestorben. Sind das hier für 14 Obelis? Irgendwo gekämpft. Die Strelitz lenkt einfach ein. Macht die Sache jetzt auch nicht unbedingt schwieriger. Auch nicht unbedingt einfacher. Hoffnung gerne erobern, wenn du nichts dagegen hast. Brasilien hat was dagegen, Österreich nicht. Wie machen wir das? Also ich will nur Hoffnung erobern, ne? Nicht, dass wir uns so falsch verstehen. Preußen. Ist das trotzdem abgegeben? Ja, ne? Ja. Die trotzdem abgeben muss, ist natürlich traurig. No, sind alle drin, die hier was mitspielen können. Und dann mit auf dem Deckel. Und dann kannst du mir... Riesig nicht, Mann. Hessen-Kassel bringt ja auch alles nichts, ne? Dann wieder Landesbefreiung. Polen. Kannst nicht viel selber haben. Rheinland will ich auch nicht. Das abgibst. Aber Westfalen. Kasachstan vielleicht. So, ich sollte vielleicht alle Armeen dann ranholen hier. Leumlerische Artikel. Unterdrücken wir ihn. Ah, der hat ein kleines Problemchen. Wie jetzt? Habe ich hier nicht irgendwo mal eine Autofabrik gehabt, die hier haufenweise Panzer baut? Achso, und die Fabrik ist aber fast kaputt. Das erklärt
Müssten jetzt eigentlich ein Haufen neue Leute reinkommen. Das ist doch eine ordentliche Migration, dann ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und keine Belagerungsartillerie mehr. Nur noch Panzer. Hier haben wir auch schon Panzer. Hier haben wir allerdings das Problem, dass nur einer fehlt. Ihr solltet eigentlich auch alle in Krieg. Los, ey. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Russland, Russland. Das Problem ist, dass ich jetzt dann wahrscheinlich Westpreußen und Preußen-Schleswig nicht wieder kriege. Das ist jetzt natürlich blöd. Da muss ich irgendwie... Weiß ich auch nicht wie. Haben jetzt noch keinen Waffenstillstand, ne? Waffenstillstand bis 1928. Ich wollte doch eigentlich auch nur Bremen. Was ist denn eigentlich dein Hauptstaat? Taurida. Taurida ist dein Hauptstaat? Dann könnten wir doch vielleicht... Könnten wir doch vielleicht nach Taurida einfach mit dem Bötchen fahren. Beschleunige mal einen Moment. Immer 328.000 Zinsen. Steht hier ein Gebäude? Nein. Entwicklungsgebäude, war schon richtig. Eure Regierungsverwaltung. Hier ist in 4 Wochen durch. Ist halt nochmal teuer, aber nach günstiger. So, haben wir erobert, ja? Tja, Putin, so geht das. Ungefähr das, was du hast. Hier ist gleich Mariupol. Ist auch ungefähr da, ne? Hier ist Odessa irgendwo. Glaube ich nicht, Mann. Naja, egal. Du wirst nicht den eigenen Markt haben. Es tut mir nicht leid, aber... Wieso haben wir so wenig Panzer?
Du bist ein riesiges Motorenwerk, das nur Panzer bauen soll. Oh, du hast keinen Strom. Du hast keinen Strom. Weil hier keiner arbeiten will. Muss das ja subventioniert werden. Das natürlich auch nicht das Rätsel als Lösung sein kann. Müssten die doch eigentlich genug Leute reinkriegen. Doch enorme Einnahmen. Ich will nicht sagen keine, aber wenig Ausgaben. Sozialhilfe. Bis. Wir können mal gucken, gibt es noch irgendwelche. Eine Altersrente, Sklavereiverbot haben wir schon, Frauenwahlrecht, Grundschulpflicht, Ordnungsausschüsse, ja gut, Arbeitsschutz. Haben wir nicht, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Gewählte Verwaltung. Und auf einmal wieder ganz viel Bürokratie über. Stufensteuer, war schon gut. So, dem Russen haben wir es gezeigt. Das ist jetzt auch unsere. Wieso bist du denn hier nur stationiert? Könntest du hier auch führen. Du bist da. Und ja, gut. Nicht, wenn du mit 8 Mann angreifst, aber. Das ist alles eine Front hier. Sehr Quatsch. Ja, mal rein in den Kampf. Keine falsche Müdigkeit vorschützen. Auf und rein. Lobbyfinanzierung. Kasachstan, Lobbyfinanzierung. Hier sehen wir aber auch Kabul. Ja, Preußen. Nein, wir wissen alle, das wird hier nichts mehr, ne? Nordrhein-Westfalen habe ich jetzt gleich das gleiche mir. Zahlen, oh, Lobbyfinanzieren. Machtblöcke. Ende einladen. Vertrag aufsetzen. Als Privilegien. Machtblockbotschaft. Als Privilegien. Durchreiserecht freundlich. Investitionsrecht. Dafür Handelsprivilegien. Übernehmen deine Schulden, wenn es sein muss. Garantiert deine Unabhängigkeit. Schulden übernehme ich nicht. Sondern Mitverlangen. Handelsprivilegien, Investitionsrecht, Machtbotschaft. Sogar Handelsprivilegien von mir. Das reicht dir schon. Und deine Unabhängigkeit garantieren. So viele Jahre. Sachen. Handel, Investitionen, Machtblockbotschaft. Welche Handelsprivilegien. Und garantiere eure Unabhängigkeit. Dafür will ich noch das haben. Für 25 Jahre. So, Steuern sind as niedrig as possible. Kleinbürger rausschmeißen. Dafür die Intellektuellen rein. Das ist ja cool.
faschistischen Kleinbürger aber wenig haben. Also, nicht wirklich. So, mein lieber Rheinbund. Jetzt ist halt immer noch das Problem, dass ich dir nicht das geben konnte, was ich dir geben wollte. Muss ich immer noch Bremen zum Protektorat machen. Großbritannien. Dann haben wir Frieden. Waffenstillstand 1930. Ich glaube, so lange geht das Spiel gar nicht. Kann ich im Kriegsziel beeinflussen? Landesbefreiung. Boah, ich weiß nicht, ob wir da landen werden, ey. Das wäre nicht so gut. Tierlandbefreiung, Konstantinie, ja, das ist in Ordnung. Du kommst wieder einfach als Verbündeter mit bei, ne? Apropos, wie sieht das hier eigentlich mit unserem Vertrag aus? Können wir da mal ganz kein Bündnis machen, ne? Wir haben Handel, wir haben Investitionen. Irgendwie keine Panzer. Autonomie im Kaiserreich Japan verringern. Haben wir sofort. Und die Bezahlung erhöhen. Argentinien, ne? Die hassen mich halt irgendwie. Aber wir das Austausch anbieten, aber es macht auch nicht irgendwie glücklicher, ne? Oder? -00, immerhin. Gott. Ich weiß nicht, was das für ein Vertrag war. Das war nicht dieser Bündnisvertrag. Aber den mag er auch nicht mehr so gerne. Den findet er auch nicht so gut. Weil ich ein Telefon andrehe. Und wann kann aus dem Vertrag raus? In 9 Jahren. Die nicht skandinavische. Fuck. Ui, ui, ui. Na. Viele. Ich will unser Vertrag nochmal neu aushandeln. Ich will auch eine Machtblockbotschaft reinklöppeln. Dafür würde ich dir eine Unabhängigkeit garantieren. Problem ist, ich kann jetzt gar nicht Westpreußen angreifen. Ne? Nee. Der Rheinbund. Eben Hamburg, Lübeck, Mecklenburg, Strelitz. Du hast schon wieder Krieg gegen uns. Ich Steuern erhöhen. Was gedacht?
Oh, Bauwaren sind doch gut günstiger geworden. Der Bau für Investitionsfonds? Der wird ja gar nicht ganz ausgenutzt, der Bau. Geht hier? Oh, ich kann mich auf Frankreichs Seite stellen. Durchsetzen kann ich hier einen Weltmarkt gut. Vertragshafen durchsetzen gegen. Wer bist du denn? Will ich das ja nicht machen. Vertragshafen durchsetzen. Vertragshafen hätte ich eigentlich gerne in Guangdong. Eigentlich. Peking. Geht das mal an? Hier bei. Ja. Guangdong. Noch 54 Gebäude. 56 jetzt. Tourenwege. Rund um Indien. Das nicht bei uns bauen? Ich weiß es nicht. Wer baut die Dinger? Wieso ist die Prestigeware deaktiviert? Nicht das beste Papier der Welt machen? Oder warum? Nummer 1 Produzent von Papier. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt mit draufgestellt. Was? Tatsächlich Indien jetzt gegen mich gestellt? Indien? Indische Brudervolk. Naja. Naja, was man davon halten kann. Geht mal spielen. Persische Sozialistenaufstände. Die sind nicht mehr da. Das brauchen wir nicht. Das geht jetzt auch nicht. Das würde uns interessieren. Ganz grundsätzlich wenigstens. Polnische Einwanderungswende aus Polen.
Na, guck mal. Kasachstan kommt schon mal rein in unser Machtblock. Hier so für habt ihr Ressourcen? Ja, Öl. Wahnsinnig viel Öl. Kasachstan, Öl und Kohle und Blei. Werde ich ja gleich ganz schwach. Kohle ist übrigens auch ein Problem. Oh, ich habe mir selber eine ganze Menge von. Das meine Truppen. Kannst du nichts gegen sagen. Die schlagen sich ganz hervorragend. Oh, der Osmane. Alter Haus. Warum hasst du uns eigentlich? Handelsprivilegien, Machtbotschaft, Investitionsrecht, da wäre doch was. Ein Botschaftsangebot, Handelsprivilegien und Unabhängigkeit garantieren. Finanzieren. Jetzt sind wir ein Kreditlimit. Ich habe ganz schön viel Geld gemacht. Was raus. Weißen wir die Jock einfach gern. Ja. Der ist natürlich mehr oder weniger komplett ausgebaut, schätze ich mal, ne? Wohl nicht mehr viel zusammen können.
Hast mich jetzt, ne? Hat er gesagt. Ja gut, dann ist das wohl so. So, ihr seid die Schlepper. Polen. Na klar. Westfalen. Na klar. Pro Kopf ist gar nicht so gut, aber wir sind ganz klar die Nummer 1. Wir hätten das Ganze auch noch ein bisschen besser spielen können, denke ich. Aber liebe Freunde, ich mache jetzt Feierabend für heute. Und wie ihr feststellen werdet, ist das heute ein Freitags-Stream. Als Entschuldigung dafür, dass letzte Woche ausgefallen ist. Also es ist kein Stream, es ist natürlich immer noch ein Video, aber das ist Freitag. Ich denke, morgen oder Sonntag wird das nächste kommen. Und dann werden wir das Szenario, die Kampagne hier abschließen. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwas, aber ihr seht schon, egalitäre Gesellschaft, Alphabetisierung größer oder gleich 90%. Das werden wir in diesem und im nächsten Leben, glaube ich, nicht mehr schaffen. Selbst mit der Moschee von Jenne, die einen Bildungszugang von immerhin 17% ermöglicht. Aber wir schauen mal. Wie geht's denn rauf? 57? Oh ja. Wir könnten jetzt so peu à peu noch natürlich hier ein bisschen schummeln und Skandinavien so ein bisschen aufteilen. Wir haben ja ganz viel schlechte Alphabetisierung in den Staaten hier. Da können wir eigentlich auch nochmal. Südafrika vielleicht nicht. Senegal ist da oben. Kongo. Äthiopien. Unsere Kolonien in Äthiopien? Könnten wir unsere Kongo-Kolonien hier auflösen. Das war schon nicht schlecht. Unsere Kolonien in Äthiopien. Was war das jetzt? Der Kongo. Ja. Man weiß es nicht, sage ich mal. Man weiß es nicht so genau. Aber die Alphabetisierung hier. Oh, Jemen ist sehr, sehr gut. Ich auch alles top. Zululand ist natürlich noch ein bisschen. Ne? Da ginge noch was. Ich jetzt nochmal eine Sache. Ich kriege hier hochgepusht. Da ist aber auch gar nicht so schlecht. Afrika ist schlecht. Timbuktu etc. ist nicht so gut. Ostmali selbst ist nicht so gut. Aber ja, wir gucken mal, ob wir ein bisschen was frei machen müssen. Ein paar Länder entlassen, um dann auf 90% zu kommen. Aber Intellektuelle sind auch nicht mächtig. Wobei sie, glaube ich, ein bisschen steigen. Aber naja, wir schauen mal, ob wir das am Wochenende noch fertig kriegen. Bis dahin bin ich euer Radbot. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Like da, ein Abo. Ihr kennt das Spiel. Und bis dahin. Ciao. Ciao.